Hi Freunde des mittelmäßigen Grusels und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für alle Leute, die neu hier sind, mein Name ist Rapierhead und ich habe mir die Aufgabe gestellt, das eine echte Geistervideo hier im Internet zu finden oder halt generell auf YouTube. Und aus diesem Grund ziehe ich mir alle möglichen Geistervideos rein mit Schattenwesen, Poltergeistern, Dämonen, Geistern, die um die Ecke gucken den ganzen Tag, Frauen in langen weißen Gewändern mit schwarzen Haaren, die halb durchsichtig sind, und dem Teufel höchstpersönlich. Habe ich es bis jetzt gefunden? Nö. Werde ich es finden? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Für alle anderen, die schon länger hier auf meinem Kanal sind und meine Videos regelmäßig schauen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute bei einem Video, das heißt 30. 30 Scary Videos that will wake you up tonight. Ja? Also es ist Sonntagabend, 18 Uhr, und falls ihr müde seid, dadurch werdet ihr wach, hoffentlich. Und zwar ist dieses Video von dem Kanal Chills. Und schon mal eine kleine Warnung vorweg. Ich glaube, das einzig Gruselige, was wir heute sehen werden, oder zumindest hören werden, ist der Moderationsstil von Chills. Ich kriege immer so ein klein wenig Ausschlag, wenn ich dir ein bisschen länger zuhöre. Und dieses Video geht geschlagene 35 Minuten. Deswegen musst du mich heute auch ein bisschen mit Labern bremsen. Ja, ich habe mal die Untertitel angemacht. Für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können, die können dann vielleicht ein bisschen mitlesen und vielleicht dadurch ein bisschen mehr verstehen. Das Video wurde übrigens ausgesucht von Stefanie. Schöne Grüße an dich. Ich bin gespannt. Gut, deswegen würde ich sagen, wir labern jetzt nicht lange und ich würde sagen, direkt rein ins Video, ja? Auf geht's. Coming up in this video. Okay, es hat vielleicht nicht alles was mit Geistern zu tun. Ist auch mal was Neues für mich, ja? Kurze Warnung, weil der dazu Anfang, es war kein Geisterlöwe oder so eben. Es hat auch viel mit mysteriösen Sachen zu tun und Kreaturen. Ich wollte mal ein bisschen andere Würze hier noch mit reinbringen. Und deswegen kommt das vielleicht ganz gut, ja? Deswegen, weiter geht's. Do you need a good night's sleep? Then find something else to watch because these 30 scary videos will wake you up tonight. Number 30. Das Dumme ist natürlich, ich habe gerade gesehen, dass die Untertitel ziemlich beschissen dastehen. Das tut mir leid. Aber ich will jetzt wirklich nicht jeden Satz vorlesen, ja? Also nur das Wichtigste. Zum Beispiel in den Geisterclips zum Beispiel, wenn Chills nicht mehr labert. Deswegen, okay, Nummer 30, es geht los. Escaping the lions. Nature can be beautiful. Okay, dem Löwen entkommen. It can also be gruesome. Ja, das ist natürlich richtig. Published by Rex Schaller in July of 2019, these unhappy campers had some fearsome creatures stalking their campground at night. The scary footage shows a man peeking his head outside his tent. Ja, clever. Mach den Reißverschluss zu, dann kommt der Löwe da nicht durch. Wenn er wüsste. Only to spy an enormous lion creeping past. Wie da? Deswegen musste er den Reißverschluss aufmachen? Ist die Scheiße nicht transparent? Hätte er den nicht auch so sehen können? Quickly rezips the tent flap, turns off the light, and lays flat inside the tent. Das Dumme ist halt nur, dass Löwen ziemlich gut riechen können, ne? Ich meine, der rennt da nachts rum. Und hat keine Taschenlampe. Ich meine, auch wenn du jetzt in deinem Zelt das Licht ausmachst, wird dir das eventuell nicht sehr viel helfen. Okay, turns off the light and lays flat inside the tent. Ja, er macht das Licht aus und legt sich flach in sein Zelt. Hä, war da gerade wer draußen? Oder was? Ich stoppe schon wieder viel zu viel. Das Video wird zu lang. Tut mir leid. There's another lioness who leaps through the ropes of the tent area while the big lion calmly looks on. Warte mal, war das Löwen, der Löwenwelpe? Kind? Ihr wisst schon? Das junge Löwenbaby, Kind, Welpe, Schräg, tralala. Dass die eine da gerade verjagt hat, da wäre ich echt ziemlich vorsichtig. Denn da ist der Vater. Und der findet das bestimmt nicht lustig.
The pair of lions stalk past the tents. The lion paces back and forth, eager for their meal to be plated, while the lioness reclines, waiting patiently. After a moment, another massive lion shows up. For some reason, one of the campers keeps peeking his head out of the tent, which disturbs the big lion, who manages to knock the roof's cover down over the tent flap. Schlaganfall oder war das gerade Deutsch? Big lion, who manages to knock the roof's cover down over the tent flap. The lion. Nein, der Löwe hat sich die Isomatte geschnappt. Dieser dreiste Löwe. Ja, der will es auch mal bequem haben. Er hat sich einfach die Matte geschnappt. Will vielleicht ein bisschen Yoga machen hinten im Nest oder so. Mit dem Baby oder was weiß ich. Oder mit seiner Löwenfrau. Lions continue to stalk them, even pawing at the tent aggressively and pulling on the poles with its massive claws. The lion grows more and more aggravated and aggressive. Ja, natürlich. Er riecht da schön lecker Essen im Zelt und kommt nicht dran. Da würde ich auch sauer werden. Finally, the pair appear to become bored and wander off into the night. Man, gut, dass die ein bisschen blöd sind, Tiere, ne? Sonst würden die da ruckzuck ins Zelt kommen. Ich meine ja nur. In the comments say these campers were lucky, the lions were only curious. Was denn das? Löwenklöten? Not hungry. Others note how the zipper somehow gave them a sense of security, when that was probably never the case. One thing's for sure though, these unhappy campers didn't get a wink of sleep that night. Das glaube ich auch, dass die nicht mehr geschlafen haben die ganze Nacht. Aber sind die nicht ein bisschen blöd, irgendwie irgendwo rumzuzelten, wo es wilde Löwen gibt? Ich meine ja nur. Also ich würde mich da in dieser Situation an Jurassic Park erinnern und einfach sagen, beweg dich nicht. Ich hoffe, der Löwe reagiert nur auf Bewegungen. Und ich hoffe, da kommt irgend so ein Cowboy aus dem anderen Zelt mit so einer Leuchtfackel und schmeißt sie weg und dann rennt der Löwe hinterher. Wer weiß. Number 29. Nice. Child at the door. What would you do if a child showed up at your doorstep at night? Posted to TikTok by Shane King 85, who said it was from his neighbor's security camera. This Ring video was captured at 3:30 in the morning. The video looks outside onto the front doorstep. A young girl in a nightgown walks up to the door and knocks. Da braucht ihr doch keinen roten Kreis drum machen. Looking into a side window. It appears she is alone. Es ist kein roter Kreis drauf. Welches Kind meint er denn? Oder was? Although some have said they see someone lurking in the darkness behind her. Was? Soll denn da jemand hinter ihr sein? Die haben alle zu viel Fantasie, diese ganzen Leute im Internet. After peeking in at the other side of the door, the girl runs off after an alarm detects motion. She wanders into the darkness. Ey, was sind das für Menschen, die um 3:30 Uhr morgens mitkriegen, dass da ein kleines Mädchen an der Tür klopft und die verdammte Tür nicht aufmachen? Sind die Amis so drauf, dass sie sich denken, oh shit, die raubt mich jetzt aus? Ich meine, die kannst du aus dem Leben slappen, wenn sie das vorhat. Aber dann macht man doch zumindest mal die Tür auf oder macht zumindest nicht die Tür auf, sondern stellt sich an die Tür und fragt, was los ist. Ob sie irgendwie Hilfe braucht oder was weiß ich. Most everyone in the comments tells the TikToker to call 911. Ja. Others think that it could have been a setup. Was this girl? Warum soll das denn ein Setup sein? Ey, diese Amis mit ihrer scheiß Paranoia. Gut, ich kann es ja verstehen, weil du da im Walmart Knarren kaufen kannst. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen Paranoia. Aber ich glaube nicht, dass sie die 9mm oder AK-47 oder M4s an kleine Mädchen verkaufen im Walmart. Ich glaube, so verzweifelt sind die noch nicht. Girl in trouble of some kind? Or was someone nefarious using her as a decoy to try and break into the home? It's Ja, certainly a natürlich. scary thought in my opinion. Die braucht vielleicht Hilfe. But maybe it's neither. Perhaps it was just a case of ding-dong ditch. Number 28.
Nee, ich glaube nicht, dass das um 3:30 Uhr morgens ein Klingelstreich war. Von dem Mädchen, was klopft und dann erstmal vor der Tür stehen bleibt. Dann hat sie, glaube ich, den Sinn von Klingelstreichen nicht verstanden. Face in the window. This eerie video has me doing a double. Oh, nice, gotische Kirche. Ist doch gotischer Stil, ne? Stil. Gotischer Stil, oder nicht? Sexy. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Warhammer 40k. Take published by Spote You Like in April of 2008. This scary clip is filmed outside the stunning New York Minster. The bells are ringing and the cameraman is taking it all in. He scans the cathedral and then Da gesehen, da war ein Gesicht im Fenster. Ich hab's schon gesehen. Ihr auch? Schreibt's mal in die Kommentare. starts walking toward it. A shot later, he is continuing on his way down a narrow shop lane. While the bells continue to sound, shops line either side of the street. But watch what happens in the upper window to the left. The cameraman zooms in on the ghostly pale face of a small child looking out the window. Ja, das ist halt ein kleines Kind, was zu viel Zeit hat und dem gerade schweinelangweilig ist. Der setzt sich halt eine beschissene weiße Maske auf und guckt aus dem Fenster. Es ist doch nichts Paranormales. Es ist creepy, ja. Es scheint ein Arschlochkind zu sein, ja. Aber hey, es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, paranormal. Es ist halt einfach ein kleines Kind, was zu viel Zeit hat und sich eine Maske aufgesetzt hat und das Fenster glotzt. The child Wo es nämlich gesehen hat, dass der Typ es filmt, oder ihn, es, sie, wer auch immer, filmt, guckt weg, schnell raus aus dem Fenster. Ich wurde erwischt. Typisches Kinderverhalten. child's eyes are dark and inky, and its face mask-like as the camera Nicht mask-like, es ist eine Maske. zooms, the child disappears. Es ist nicht dissipiert, sondern es ist einfach vom Fenster weggegangen. Weil, oh shit, da hat mich einer erwischt. Schnell weg. The uploader notes that the house is called the Belfry and was built in the 17th century. Some in the comments claim to have stayed there and say that it has seriously spooky vibes. Ja, natürlich. Die hören, dass es aus dem 17. Jahrhundert ist und dann kommt automatisch, oh, es ist aber gruselig hier. Is this the thing putting out those vibes? I'd say it's a pretty good chance. Number 27. Dieser Moderationsstil. Ich habe schon wieder Stil gesagt. Stil. Mann. Es ist noch so lang, das Video. Crawling creature. What do you make of the creature in this creepy video? Published in June of 2017. A car. Es wird kein Creature sein, das ist ein Typ, der die Tiere nachmacht und halt auch so läuft. Habe ich schon öfters mal in irgendwelchen Dokus gesehen. Da gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Kind, das irgendwie irgendwo ausgesetzt wurde und das wurde dann von Wölfen aufgezogen. Das ist kein Witz. Und da es das nicht anders gelernt hat, läuft das Kind genau so wie Wölfe. Auf allen Vieren. Ja, und es gibt halt auch irgendwelche komischen Freaks, die auf irgendwelchen Weiden so rumrennen mit ihren Schafen, damit sie sich ihren Tieren näher fühlen. Und gibt's auch. Es gibt sogar einen Typen, der auf Stelzen hinter seinen Schafen herrennt auf allen Vieren und Gras isst. Habe ich auch schon gesehen. Irgendwo im Internet oder im Fernsehen. Ich weiß nicht mehr wo, aber auf jeden Fall habe ich es irgendwo gesehen. Ist nichts Paranormales. Wir Menschen sind halt einfach nur durch. Car is driving through a desert. When it slows to a stop, some animals appear in the area near a fence. From far off, they look like they could be anything. Cows, dogs, the video is unclear. But as the camera zooms in and the car backs up and then turns around to get an unobstructed view, we see that at least one of the creatures looks like something from a horror movie. It almost looks like a humanoid doing a bear crawl, but I can't imagine a human being able to pull that off. Wenn das vielleicht in Indien ist oder irgend so ein Shit. Da sind Kühe sowieso heilig. Und da hat sich dann vielleicht einer gedacht, nice, dann renne ich auch mal wie eine Kuh. Vielleicht werde ich dann auch vergöttert oder so. Oder die Kühe werden zutraulicher zu mir. Was weiß ich? For as long as this creature does, the way it moves is not characteristic of any animal. It's
Ich meine, diese Kreatur hat eine weiße kurze Hose an. unnatural. The creature continues on, trotting alongside the other animals. Is this human, humanoid, animal, or some other unknown? Es ist ein Mensch, der auch wieder zu viel Zeit hat. It definitely is something I've never seen before. Number Dann solltest du mal auf das Dokumentation gucken. Das habe ich schon 2-mal gesehen in meinem Leben. 26, leopard leaping. If Wer? you've ever worked night security, human activity is likely the most you've ever had to worry about. Working security in India is another story, published by World of Wildlife and more in January. Der war aber echt kurz davor, Rotkäppchen oder wer immer da auch im Stuhl sitzt, zu jagen. Der war richtig in dieser Jagdhaltung. Da hat er echt, der hat echt Glück gehabt, dass da ein Auto vorbeikam. January of 2018, this security guard couldn't believe his eyes when he encountered a big cat roaming the Mumbai neighborhood at night. Captured at nearly 1 in the morning, the security guard is seen sitting on a plastic chair, probably trying his best to keep awake. The street is quiet. Just as the car approaches, so does an enormous leopard. The big cat looks like he's aiming toward the guard, but as he sees the car's light, the leopard rushes across the street instead and leaps up and out of sight. Holy shit, hat der Glück gehabt. Meine Fresse. Wrapped in a blanket, the security guard goes to check it out, likely thinking he dozed off and was imagining things. After looking for the cat for a moment, the security guard walks off camera and returns with a big stick. The video ends before viewers see if he was forced to use it, but hopefully the leopard didn't stick around. The man was lucky the car showed up just in time. He could have been that leopard's lunch. Der ist wirklich auf den zu. Du hast mal richtig gesehen, dass er noch eine Kurve direkt auf ihn zugemacht hat. Holy shit. Wisst ihr, es ist eine Sache, irgendwas Gruseliges zu hören und dann hinzugehen, um zu checken, was los war. Es ist aber eine andere Sache, wenn man dann Leoparden irgendwo über die Straße laufen sieht, der einen gerade essen wollte und dann hinterhergeht, um nachzusehen. Das würde ich in dem Fall nicht tun. Number 25, Graveyard Ritual. This witch is up to no good. Published by Zona Paranormal Veracruz in December of 2021. The Hexe. scary video starts with a flash. While in this graveyard, the man appears to have happened upon a ritual being performed. Dem ist kalt. Der macht sich halt ein Lagerfeuer oder sowas. Por Dios santo. No puedo prender la linterna, no puedo prender nada. A figure is speaking and making this fire come to life. Ich weiß ja nicht, wo das aufgenommen ist und um welche Kultur es sich da handelt. Aber es kann natürlich auch ein ganz normales Begräbnisritual sein oder dass man dann dahin geht zu seinen dahingeschiedenen Verwandten und dann da sowas macht. Kann natürlich ganz gut möglich sein. Es muss jetzt nichts Ritualmäßiges sein. Ja? Also ich meine ja nur. Arriba del árbol. Escúchalo. Later, amongst the mausoleums, the man hears that strange voice again in the darkness. Okay, warte mal. Er sieht dann einen Typen, der angeblich ein Ritual auf dem Friedhof macht. Oder beim Mausoleum. Und denkt sich dann, ja, ich gehe trotzdem mal da drauf. Und filme ein bisschen durch die Gegend. Warum auch immer man mitten in der Nacht auf dem Friedhof latscht und seine Kamera rausholt, um Videoaufnahmen zu machen. Ich weiß es nicht, warum. Ich kenne seine Gründe nicht, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Acá. Followed shortly by a high-pitched, sing-song voice. Ven, no se quiere. The man then falls forward hard, pushed by an unseen force. ¿Dónde estás? He sees a ghostly figure from a distance approaching him. Ja, die sagt sich halt, Alter, was machst du hier abends auf dem Friedhof und filmst, du Honk? Mach, dass du hier verschwindest.
And then it's too close for comfort. The fire is blazing again, and upon approaching the fading flames, the cameraman sees a witchy woman hunched over, departing. Warum witchy? Warum witchy? Weil sie ein dunkles Cape anhat? Señora, solo vengo a explorar, no vengo a hacer daño. Ey, ich wollte dich nicht ansprechen. Nachher dreht sie sich um und sagt so, Hex, Hex! Und dann ein bisschen eine Ziege oder so. Keine Ahnung. Allá adentro unas sombras. Allá adentro una sombra, allá adentro, allá adentro. What sort of ritual was this witch performing? This cameraman might find out in his days to come. Number 24. Creepy creature. Ooh. Want to see the power of a piranha up close? Posted to TikTok by The King Horror. This creepy video shows a bouquet of piranha and their chompers at work. Ach, Piranhas, okay. One of the piranhas is shown biting at a crab's claw. With ease, the fish snaps onto the claw, which is no match for it. When the claw is pulled away, the piranha's terrifying mouth continues to gape open. Piranhas have a bite force of up to 320 Newton. What? Eine Bisskraft von 320 Newton? Holy shit. That's nearly 3 times stronger than that of an American alligator. Es ist 3-mal stärker als eines amerikanischen Alligators oder einem großen weißen Hai? Oder einem weißen Hai? Holy shit. Or a great white shark, so I definitely wouldn't want to be on the receiving end of this fish's bite. Sehen ein bisschen aus wie Penisse mit Zähnen. Number 23. Schon gut. Nurse Phantom. Is this phantom nurse here to heal you or to Was war denn das? Bitte. Das war ja wie aus Dick und Doof. bite? Number 23. Nurse Phantom. Stellt euch jetzt so lustige Dick und Doof Musik vor, schwarz-weiß. Is this phantom nurse here to heal you or to hurt you? Published by Luan Mendez in May of 2020. Luan and his crew are exploring an abandoned hospital whose staff hasn't really left. Wandering the halls, they seem to turn down one hallway where Was? Die Mitarbeiter haben das noch gar nicht verlassen, obwohl es geschlossen ist? Tja, haben sie wohl das Memo nicht gelesen. they seem to spot something skulking in the darkness. The thing must have disappeared, so they move on, continuing in their search, and that's when they see her, Nurse Ratchet. Ja, wieder schön gestellte Scheiße. Nice. They race away as fast as they can, and one of the crew falls unexpectedly to the ground. It almost looks like he was clotheslined by something invisible. The Ja, natürlich. Kam mal kurz John Cena um die Ecke und hat ihm eine Clothesline verpasst, oder was? crew manages to make it out of the hospital alive, and that's no thanks to the creepy phantom nurse. Er hat keine Clothesline gekriegt. Ja, nur mal ganz kurz, nur mal so ein kleines Beispiel. Ich schätze mal, der Boden ist ziemlich so mit Schutt und so Sand bedeckt, Continuing ja? in their search, and that's when they see her, Ja, Nurse komm. Ratchet. Ja. So, der Typ sprintet jetzt weg, ja? They race away as fast as they can, and ja. one of the crew So, jetzt sieht er da die nächste Geisterkrankenschwester und bremst abrupt und rutscht mit den Beinen nach vorne weg und fällt aufs Maul. Der hat keine Clothesline gekriegt, das ist einfach nur zu blöd, um anzuhalten. falls unexpectedly to the ground. It almost looks like he was clotheslined by something invisible. The crew manages to make it out of the hospital alive, and that's no thanks to the creepy phantom nurse. Number 22. Don't close the door. Is this the work of the legendary magician Hashina? Published Kenn ich nicht. in September of 2021. This scary video is tantalizing. While I don't have the full context,
The short clip shows some men sitting around a room. Some of the men are chanting. What are they trying to do? Exorcise someone of a possession? I'm not sure. But as the group sits there, a creepy shadow figure emerges from behind a door's fogged glass window. It rises and there doesn't seem to be enough room behind the door for something to remain otherwise hidden. Nee, überhaupt nicht. Da ist überhaupt nicht genug Raum hinter der Tür. Also nicht, überhaupt kein Platz hinter der Tür. Nur, exercise someone of a possession? I'm not sure. But as the group sits there. Nur ein scheiß Sofa passt dahinter. Hinter die Tür. Da ist kaum Platz. What? Ach komm. A creepy shadow. Dann sitzt da Mehmet mit Knien auf dem Sofa und bückt sich und guckt dann mal nach oben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich hab doch gesagt, das einzig Creepige ist hier Chills Moderationsstil. Aber sonst nichts. Figure emerges from behind a door's fogged glass window. It rises and there doesn't seem to be enough room behind the door for something to remain otherwise hidden. Ja, nee, nur das Sofa ist dahinter. Oh Gott. What's going on here? Is it some sort of ritual? Don't close your eyes, because when you wake up tonight, this thing will be waiting for you. Ja, gerne. Und dann diskutiere ich mit dem erstmal, was diese Fake-Scheiße soll. Number 21, Highway Tornado. You can nice. run, but you can't hide. Published by W. Ey, sowas finde ich natürlich auch richtig geil. Ich bin ein tierischer Fan von Tornados. Ohne Witz. Ich habe mir mal sagen lassen, dass sie in den USA solche Touren machen. Ey, wenn ich mal genügend Kohle habe, dann mache ich da mit. Einfach mal bei so einer Tornado-Chase mitmachen. Ja. UFLA in January of 2022. This scary video shows that danger will come for you when you least expect it. The video shows a police car driving down a Florida road, his siren blaring. A storm is brewing outside and a tornado is Bildet sich da noch ein zweiter Tornado oder was? seen forming in the clouds to the left. Könnte ein F2 oder ein F3-Tornado sein. The policeman turns down the road toward the twister. Ist, glaube ich, diese Fujita-Skala oder sowas. Das ist ein Messmaßstab für Tornados, wo die halt, die messen das halt daran, wie viel der Tornado zerstört und wie viel Windgeschwindigkeit der erzeugt. Zum Beispiel, ich glaube, ab 350, 400 km/h ist es ein F5 und dann geht es schrittweise nach unten bis zu einem F1. Ich weiß gar nicht, ob es ein F0 gibt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, F1 ist das kleinste, F5 ist bis jetzt das größte. Zum Beispiel der Moore-Tornado. Der war richtig heftig. Da haben die auch 500 km/h Windgeschwindigkeit gemessen. Das ist schon... the tornado's whereabouts over his radio as he drives toward it. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein Naturphänomen, ja, und nichts Mysteriöses. There are other cars on the road traveling in both directions. Ja. The enormous twister makes its way across the highway and traffic pulls to a stop. After a while, the tornado dissipates. Ja, das haben Tornados so an sich, ne, dass sie manchmal nur 10, 20 Sekunden entstehen und sich dann wieder auflösen. Es muss aber nicht sein, dass er sich aufgelöst hat, sondern einfach nur hinter einer Regenfront verschwunden ist. This was one of the multiple tornadoes spotted in the area that morning. 28 homes were destroyed, while 62 more were damaged, making them unlivable. Ja, komm, die drüben in Amerika sollen sich echt nicht darüber aufregen, ja, dass in ihre Häuser regelmäßig vom Tornado kaputt gemacht werden. Ich meine, es sind fucking Holzhäuser mit hohlen Wänden. Da hat ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da haben sie eine amerikanische Wand aufgestellt und mit ungefähr 150, 160 km/h einen Holzbalken drauf geschossen. Der hat diese Wand einfach durchschlagen wie ein heißes Messer Butter. Ja? Und dann haben sie so eine Wand genommen, wie wir hier in Deutschland unsere Häuser bauen. Und haben dann nochmal diesen Holzbalken drauf geschossen. Und nachdem sie ihn draufgeschossen hatten, lag vor der Mauer ganz viele Sägespäne rum und
die Mauer hat einen ganz kleinen Kratzer. Ne? Ich meine ja nur. Number 20. The shadow enters. Are we being possessed by shadowy forces without even knowing it? Posted on Blabla's channel in January of 2022. Was ist denn Blabla's This scary Channel? video is trending in the Arabic-speaking YouTube community. Aha. The footage shows a woman walking a dirt path along a hillside overlooking a city. She is carrying a bag and she's alone. As the cameraman Sie ist nicht alleine, das ist ja der Kameramann. Was erzählst du hier? follows a short way behind, a mysterious and barely visible dark figure comes toward the woman on the path. The shadow figure runs right at the woman, but she doesn't notice it and continues on her way. Did the spirit possess her? Well, this captured our imaginations. As it turns out, after doing some research, I found the video is VFX produced by YouTuber Dark3. Ah, war eingefügt. VFX, Special Effects. Haha. Still, the image will prompt you to look over your shoulder the next time you think you're alone. Warum? Weil mir dann ein unsichtbarer Affe versucht, meinen Einkauf zu klauen? Oder was? Ich lebe hier in Deutschland, wird nicht passieren. You never know what's behind you until it's too late. Number 19. March Air Force Base. Is this Air Force Base haunted? NBC4 News tried to find out. This night vision video was captured inside an old medical building at the California base. Ja, warum sollte jetzt die Air Force Base haunted sein? Warum soll es da jetzt spuken? This night vision video was captured inside an old medical building at the California base. Okay. Dieses Nachtsichtvideo wurde aufgenommen in einem alten Krankenlazarettgebäude oder sowas. In der California base. The base has long been rumored to be home to paranormal activity. The base has long been rumored to be home to paranormal activity, from knocks to figures. Ah. Okay, es gibt den Rumor, dass es da halt paranormale Aktivitäten gibt, vom Klopfen bis hin zu Figuren oder Erscheinungen. Activity, from knocks to figures appearing in one's peripherals. Many who work there have substantial. Wenn ich das immer höre, dass Figuren appearing in one's peripherals, also im Augenwinkel, im peripheren Bereich. Das heißt doch noch lange nicht, dass es was Paranormales ist. Übrigens, sehr gut pausiert das Video, muss ich mal sagen. Da habe ich irgendwie ein Talent zu. Mal an der richtigen Stelle zu pausieren. Weiter. These claims. The video appears to confirm that something unusual is happening at March Air Force Base. The footage shows what appears to be a large empty room, but when slowed down, two figures are lurking in the darkness. The shapes and the shadows certainly appear human. Some in the comments claim to have been stationed there. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das sind 2 Mitarbeiter, die da stationiert sind und da arbeiten. And/or visited the base and attest to the creepiness of the place. They even share some of their own paranormal experiences. 141, we have seatbelts that move. We've picked up voices in it by using recorders. You ready? Is that Gus? Perhaps these ghosts are enacting them. Number 18. Driveway ghost. What? Are there spirits at play here or just pranksters? Published in November of 2018, this security camera footage shows some suspicious activity in this man's driveway. A man is seen walking to his driveway's gate at around 1 in the morning. As he opens the gate and steps out, a chair that is sitting about 10 feet away flies off the handle. Natürlich in Richtung der Kamera. Wenn das jetzt zu ihm hingeflogen wäre, wäre es eventuell was anderes gewesen. Aber dass jetzt dieser Stuhl ausgerechnet zur Kamera zufliegt, sagt mir jetzt schon wieder, dass irgendjemand unter dieser Überwachungskamera steht mit einer schönen Schnur und mal ordentlich dran geruppt hat. Das war's dann aber auch. Making the man jump out of there. Another dude is seen racing out of the driveway as well. Another short clip shows the man organizing and stacking items in a storage room. As he does, the door suddenly closes. Again, he jumps up, clearly scared. Are these strange events paranormal?
Nein, kann man alles sehr einfach selbst machen. Selbst die Tür kann man mit einer Schnur so zuknallen lassen. Or is some jokester playing pranks on this innocent person? Ich glaube eher, dass sie das selber gemacht haben. Einfach aus Spaß, an der Freude, solche Ghost-Videos selber zu erstellen. I'm siding with the paranormal option for this one. It might be time to call an exorcist. Number 17. Ja, natürlich. They're Here. Ruf einen A Boltlaw Exorzisten. Can't Keep the Paranormal Out. Published by Dark Ghost Paranormal in April of 2021. This is a true house of horrors. As Russian paranormal investigator Dennis looks around the unsettling home. Okay, das muss ich vielleicht rauscutten. Kann natürlich sein, dass mir das deswegen wieder, weil ich hatte schon mal ein russisches Video gemacht und das war direkt geblockt, weltweit. Deswegen hoffe ich mal, dass das diesmal nicht passiert. Something appears to let itself in. Ja, schön. Kann man doch von der anderen Seite der Wand nach hinten ziehen. Das Schloss. Oder nicht? Dennis backs off and shuts the door behind him. Das ist doch ja die gleiche Bude hier von wie heißt er? Tim Morosow, oder nicht? But that doesn't stop the unwelcome guest. Das ist doch die gleiche Bude. Ich glaube, das ist so sein Kram da, wo er sein ganzes Geisterkram selbst macht. Weil es bildet er ja immer. Das sagt er ja vor seinen Videos immer. Da wird ja ein Text eingeblendet. Da steht ja, dass das alles fiktiv ist. Und er das alles selbst macht und es nur zur Unterhaltung dient. After verifying that there's no one there, Dennis returns to his investigation. Close by, he hears a loud knock. Later, the wardrobe drawers open on their own. And what looks like newspaper is shoved up from one of them. Oh oh. Then the wardrobe doors open one at a time. The second one repeatedly swings open and shut. Dennis walks toward it and there's nothing inside, yet it continues to open and close. This occurs for several minutes. Ja, hol das Plastikspielzeug raus und misst Later, erstmal. he hears a noise. A bunch of racket draws him to this cupboard. It sounds like all the dishes inside are jumping around. Ja, so vom Stil dieses Videos her ist das echt haargenau wie bei Tim Morosow. Deswegen glaube ich halt so langsam, dass das so zwei Kollegen sind, die halt die gleichen Videos ungefähr machen. Und selbst erstellen. Wisst ihr? Also ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass das paranormal ist. Alleine schon, weil mir die Bude so bekannt vorkommt, als wenn ich die schon bei Tim Morosow gesehen hätte. Opening the cupboard doors, he finds nothing out of place. He then hears another noise and finds a bag moving as it hangs on the wall. Like Deswegen sehe ich jetzt dieses Video gerade mit sehr, sehr großer Skepsis. there's an animal trapped inside of it. He takes the bag from its hook and opens it, but again, there's nothing inside. When he puts it back down on the bed, it continues to move. What is inhabiting this haunted home? Whatever it is, it let itself in. Number 16. Ganz I bestimmt. see you. When you speak with a ghost, they just might answer. Published by Jorge Tello in August of 2019. A security guard was working in what looks like a hotel in London when he heard this sound. The guard is seen walking into the stairwell, asking what's there. He then re-enters the hallway, and as he's walking down it, he hears the wailing again. Who's there? Okay, es kann natürlich sein, dass dort irgendwo so Lautsprecher sind, wo man Durchsagen machen kann in einem Hotel. Wer weiß.
Und das wird mit Sicherheit ein Kollege sein, der irgendwie in der Zentrale sitzt, wo man halt diese Lautsprecher ansteuern kann und der so einen creepy Sound ins Mikro reinmacht mit Help me, help me. Machen sie ja gerade einfach einen Scherz draus. Tut mir leid, nehme ich auch nicht für voll. After asking again, who's there, this creepy rasping voice answers. At first, the voice My precious. Gollum? Du hier? Bist aber ganz schön weit weg von Mordor. is incomprehensible, Und Mittelerde? but then it clearly says, I see you. Usted, Wavy. What is watching the security guard? I don't think it could be anything good. Number 15. Rituals, levitation, animal skulls, fire. This one has everything. Nice. These paranormal investigators have met their match. While looking around a ritualistic site, they come across this pentagram drawn on the wall. Oh oh. Das heißt nie was Gutes, wenn irgendwo ein Pentagramm an die Wand gemalt ist, die es hier zuhauf gibt. Weil sich irgendwelche Jugendliche denken, voll cool, so an die Wand zu malen. Nearby, rocks and candles are arranged alongside what looks like a black chopped off ponytail. Und ein Kruzifix mit Sack, oder was? What? There's a burnt animal skull posted up at the center of the pentagram. Uh-oh. Later, the light from their camera shuts off. Nein! When it turns back on, a body has risen in the air and hangs there limply. It's one of their crew members, and a moment later, he is found collapsed on the floor and unconscious. Oder wird das Crack weglassen oder so in seiner Investigation. They check his pulse and manage to shake him awake. He stumbles up. Shake him in Gewäg, einfach mal zack, eine Ohrfeige, mal eine Laserschelle und dann steht er auch schon wieder auf. Clearly rattled. Not long after, a fire starts on the ground in the room. Oh Gott. Don't know how it started. Und er wird gleich wieder bewusstlos. Is there some evil entity haunting these howled grounds, brought to life by the rituals done here? Only Satan can answer that. Ja, dann frag ihn doch. Number 14, Figure in the Night. This ghostly figure is the Thief of Souls, published Oh, der Dieb der Seelen. Eieiei, jetzt sind wir aber hier irgendwo in Hardcore-Fantasy-Bereich, hä? by Land on TV in November of 2021. This man encountered an obscure figure lurking on an empty road at night. After wandering through a quiet village in the late hours, the man spies the silent figure in the darkness. He walks in another direction but soon sees the figure again. As he yells at the shadowy figure, it moves away into the darkness. Komisch, ein heller Schatten. Auch noch nie gesehen. لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع الله أكبر من ذا الذي يشفع عنده. Scheinbar hat er den Schatten mit seiner Taschenlampe angeleuchtet und der Schatten hat das Licht leicht reflektiert. Merkwürdig. Later, it seems he spies the figure up in the trees, either having climbed it or perhaps even hovering in the air. Also, war vielleicht ein Affe. الله أكبر سبحان الله الله أكبر. What does this thing want? I'm guessing his soul. Natürlich. Natürlich. Ja, klar, da kommt man doch sofort drauf. Ich meine, ich sehe irgendwo eine komische Figur auf der Straße und dann ist sie plötzlich im Baum. Und dann ist natürlich klar, die will meine Seele, was sonst? Number 13, Shadow Figure. Ah, eine Schattenfigur. Alles klar, jetzt kommen wir wieder ins Metier, wo wir uns auskennen. Shadows Are Coming For You, published by ILM and Bono Paranormal in July of 2021. This creepy clip shows you are never as alone as you think. A man is walking through an abandoned building, and his camera scans the room. Look carefully in the window pane. A shadow figure passes by. Reflexion, entweder das oder das wäre am Fenster vorbeigegangen. Outlined against the glass. It's unclear if the figure is outside walking past or inside being reflected, but all I do know is the cameraman has company. If I were him, I'd be getting out of there ASAP. Number 12, The Light. Some Das Licht. souls darken the doorways of haunted homes. Others grow as bright as they lived. Published by Sajid Hussein in August of
Das hier ist ganz klar ein Wassertropfen, der dieses Licht von hier reflektiert. 2021, this Nest cam caught an unusual anomaly on this dark street at night. The video shows a vibrant figure glowing in the yard opposite the camera. The bright figure appears to be moving. It radiates well still for a moment before moving in a flash to a position about a foot away. The light then dims before glowing brightly again. It then enters into the street, glowing and spreading like fire. Throughout this, at times it looks like one entity, and at other times two. Es ist der beschissene Wassertropfen an der verkackten Kameralinse. At the end of the clip, the light subsides and disappears altogether. Where did the spirit go? Maybe this is the moment it crossed over. Ja, das war genau der Moment. Number 10. Sorry Leute, weil jetzt schon Nummer 10 kommt. Normalerweise wäre ja Nummer 11 da gewesen. Aber Nummer 11 war leider Tim Morosow. Da habe ich mich auch gefragt, Chills, was ist los? Informier dich doch mal über Tim Morosow, dass das alles nur gefaked ist. Aus Unterhaltungsgründen. Und alles fiktiv und Fiktion. Deswegen habe ich es rausgekattet. Strange lights. There needs to be an explanation for these strange lights posted to the r/ghosts subreddit. Paleontologist Key 440 captured the security footage in his backyard. Also es gibt sowas bei der Armee. Beispiel bei Nachteinsätzen. Wenn die von einem Hubschrauber oder einer Drohne observiert werden oder halt, dass die Truppen unten am Boden irgendwas an ihrer Uniform haben, was pulsiert, was man nur mit Nachtsicht sehen kann. Ja, damit halt die Leute in der Kommandozentrale unterscheiden können, auf diesem Nachtsichtbild von oben, wer sind unsere Leute und wer ist Feind. Und sowas wird das sein. Gehe ich mal von aus. He writes that the property has been super active since they moved there in 2016, and this footage is from May of 2021. Das pulsiert nämlich auch so. Das habe ich auch mal in einer Doku gesehen. Which must mean these types of occurrences are nothing new. The footage Und den Shit kann man natürlich an- und ausschalten. Ne? It shows lights hovering and flashing, first to the left of the frame, and then on both sides simultaneously. Some in the comments think they're fireworks, but one user remarked that there is no smoke. What do you think it is? Extraterrestrial or paranormal? Militärische Ausrüstung. I don't think either option is very ideal. Number 9, Patrick Taylor Cottage. Was? Patrick Taylor Wolle? Built in 1832, the Patrick Taylor Cottage is the Eine Baumwollplantage? Cottage? most haunted and oldest house in Western Australia. Poltergeist activity has been reported every September. Was? Jeden September gibt's Poltergeist-Aktivität? Und nur im September? And some claim to have seen an apparition in military uniform. Oh, aber in Konföderierten oder in was für einer? With an arm sling, many think the apparition is Major Frederick in Gold B, a former tenant who passed away in the home in September of 1942. Okay, 1942, dann wird's keine Konföderiertenarmee sein, Uniform sein. But why does he still haunt the place? Published by Amy's Weil er nichts anderes zu tun hat oder so? Keine Ahnung. Crypt in January of 2022, Amy went to find out after the Albany Historical Society allowed her in after hours to investigate. The first activity is subtle, a light tap and a slight boom to see if these investigators are awake. I heard that also. Yeah, just had a little tap in here. Oh nein, Anyone around this Ey, ich will device? Pause machen. Oh nein, da war ein Knacken zu hören. Das ist ja unnormal, creepy und paranormal. Wisst ihr, wie oft es hier mal knackt in meiner Wohnung? After warming up their paranormal devices, Das ist doch so, diese ganzen paranormalen Investigator, die warten doch nur auf so eine Scheiße. Die sind erstmal ganz ruhig und dann wird jedes Geräusch, was in dieser Wohnung passiert, ob es ein Knacken ist, ein Knirschen, was weiß ich. Oh, da wird erstmal komisch geguckt, so von wegen, oh, paranormal. Weil, wenn wir uns nicht bewegen in einer Wohnung, dann ist es ja totstill. Es gibt ja nicht ein Geräusch.
Was Bullshit ist. A clock chiming sound is heard through the device. That sounded like a clock. It did it not? Yeah. There's a grandfather clock in the room. Grandfather Clock. Ich wusste gar nicht, dass Uhren Enkel haben können. Aber okay, weil es ist so eine kleine Taschenuhr, die muss noch groß werden. When they ask about the clock, they hear a light tap again. I want to know about this clock. Ooh, I heard that. Ah, That ja. definitely came from in that room, huh? They also hear footsteps and a knock. I hear footsteps. I did hear a knock in there. Wo waren da denn Footsteps? Vielleicht ihre eigenen hat sie gehört. Sind doch alle so durch, ey. Although the sounds are always distant, like the spirit is avoiding them. Where is this reticent spirit? Wenn ich ein Spirit wäre, würde ich die auch avoiden. Da würde ich mir denken, oh nein, nicht schon wieder solche Paranormal Investigator für ihren YouTube-Kanal, ey. Ich verpiss mich. Keinen Bock auf diese Scheiße. Geh mir so auf den Sack. Ne. Und dann läuft der Geist so ganz langsam durch die Wohnung und tritt auf so eine Bodendiele. Shit. Und dann die Paranormal Investigator. Hast du das gehört? Da waren Teppen. Und der Geist, oh shit. Ich muss leiser sein, damit die Deppen mich nicht hören. Is the Major trying to make his presence known while keeping these intruders at arm's length? Number 8, Ja. Witch House. The terror Alex Ein Hexenhaus, aber das ist ja gar nicht aus Lebkuchen. Das ist doch völlig verarscht. Das ist doch nie ein Hexenhaus. Also bitte, ein Hexenhaus ist aus Lebkuchen, das weiß doch jeder. Deswegen wusste ich auch sofort, dass Blair Witch Project fake ist, weil das Haus im Wald nicht aus Lebkuchen war. Ja. Extremo crew wanders the abandoned grounds of this haunted witch's All Extremo Crew. Terror All Extremo. Da weißt du schon, was dich auf den ihrem Kanal erwartet. Nämlich Terror All Extremo. house. In the middle of a forest, they hear a shrill shriek. War ein Vogel oder irgendwie sowas in der Art. While it could be human, it could also be harmless. It sounds like a bird call. Aha, like a bird call, habe ich doch gesagt. But shortly after, a figure that they capture in a window seems to suggest otherwise. But shortly after, a figure that they capture in a window seems to suggest otherwise. Are the Ja, toll. Ist ein Kollege, der vielleicht noch eine Brille aufhat, die so ein bisschen Licht reflektiert oder was weiß ich. legends true? Is this the witch that's said to haunt this place? Ja, das ist ganz bestimmt die Hexe. I'm starting to think that it wasn't. Aber eine Hexe ist doch aus Fleisch und Blut. Oder nicht? Es ist doch halt eigentlich so gesehen ein Mensch mit magischen Kräften. Wie zum Beispiel ein Medium oder sowas. Deswegen, wie kann sich denn eine Hexe, ja gut, die kann sich vielleicht unsichtbar zaubern. Hex, und dann ist man unsichtbar oder so, keine Ahnung. A bird. Number 7, Hotel Colorado. This is one of the world's most haunted hotels. It was a naval Sah ja fast aus wie bei The Shining. hospital during the 40s and once housed a morgue. Some of its most infamous guests never left. Published by Kelsey Davies in January of 2022, this paranormal Oh nein, ein Rempot. investigator and her mom visited the haunted hotel. This is what they found. Kelsey first hears a child's voice as she's wandering the empty hall. Moment, waren da nicht diese zwei blonden Sparglühbirnen auch da? In dem Hotel? Wo die noch bei so einem komischen Pool saßen oder sowas und irgendwie angeblich Stimmen gehört haben und so ein Schwachsinn? Ich glaube schon, oder? Hi, Kimi. I just heard a little kid. They continue to explore and hear more unexplained noises. Ah, das ist wohl die Mama. After setting up a paranormal device, it starts to go off. They use copper dowsing rods to ask the spirits questions. Copper Rods, also Kupfer
Antennen oder irgendwie sowas. To ask the spirits questions. They discover that one is named Lorraine. They discover that one is named Lorraine. Ach, eine Wünschelrute ist das wieder. Ach, Mann. Wisst ihr, wo die Griffe hier hohl sind und jede beschissene Vibration deiner Hände die Drähte wackeln lassen? So ruhig kannst du deine Pfoten gar nicht halten. A short while later, Kelsey asks the young girl she's speaking with to trigger the device. Ich frage mich, wenn die Dinger so zugeklappt sind, ob die auch von alleine wieder auseinandergehen können. Bestimmt nicht. And she does. Device go off. Oh my god. Oh nein, der REM-Pod blinkt. They then enter a creepy hallway, and using a Kinect app on the phone, they see a figure standing there. Later, she says Eine Kinect-App. Da haben wir es wieder. Kinect. Woohoo! she saw a man standing by the door out of the corner of her eye. Oh, guckt euch diese Krallen an. Furchtbar. Alter, ne. Das ist definitiv zu lang. One that she's seen before in the hotel. You communicate with anyone. No negative entities, please. Oh my god, I just saw a man. There's a man down here. I think it's the same one. Da ist ein Mann da unten? Was? And then the nearby paranormal device goes off. Woran hat sie denn jetzt an diesem Kinect-Gerät erkannt, dass das ein Mann ist? War da in der Mitte noch ein kleiner Strich extra? Oder was? So zwischen den beiden Strichbeinchen war da noch ein anderer kleiner Strich extra und deswegen weiß sie, dass das ein Mann ist bei Kinect? Is this ghost getting nearer? Here's hoping this spirit isn't stalking her. Number 6. Ey, jetzt bild dir mal nichts ein, ja? Der wird dich ganz bestimmt nicht stalken, etwas anderes zu tun. Nummer 6. Wir sind schon bei 57 Minuten. Caught on Oh. doorbell cam. Posted to the r/Chills narrator subreddit. Nick Chocolate 19 posted 2 videos from the same night on a doorbell cam. The Redditor writes, on January 10th, 2022 at approximately 9 p.m. that night, my family noticed something weird on the doorbell camera. Okay, das ist entweder eine Reflexion oder das macht einer mit einem Laserpointer. The orb-like item kept coming into view and setting off the security alerts all night long. Oder es ist irgendein Insekt, was von einem Licht angestrahlt wird und deswegen sehr stark Licht reflektiert. Any idea what this could have been? An orb can be seen floating on the right-hand side, and it doesn't appear to be going anywhere. The Redditor posted a second video writing, I posted a video yesterday about an orb on my doorbell cam. I'm posting another video because I want to show it couldn't be something like a helicopter. This is from 6:08 a.m. It did this all night from 9 p.m. Oh, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass es so ein kleiner fliegender Modellhubschrauber ist, ne? An dem sie einfach eine helle LED dran gehängt haben oder sowas. Oh. fact that the orb was visible all night makes it less likely that it's just a camera glitch in my opinion. Ja, das kann auch sein. What do you think this is? Kann gut sein, dass das auch ein Kameraglitch ist oder halt irgendwie eine Reflexion von einem Licht oder sowas. Number 5. Bowling Alley Light. Put on your bowling shoes. Published by Joe MC in June of 2021. A mysterious bright light is roaming the lanes of this bowling alley. The light is seen hovering distantly into a lane to the far left for a minute before shooting to the right. The twinkling light pauses for a moment in one lane before shooting left again. Könnte das vielleicht ein Glühwürmchen sein, was sich da drinnen verirrt hat? It hovers there and flies about a minute more before the clip ends. What is this strange light? Is it the soul of a bowling enthusiast? Ja, natürlich. Er bowlt auch noch im Jenseits weiter. If it is, I hope he gets a strike. Ja, ich hoffe, wir nicht. Number 4. Cranberry juice. It's midnight. Everyone's asleep, except for this ghost, published by The Haunted One in August of 2020. The Haunted One. This short clip shows a thirsty ghost having a nightcap. Watch closely as the bottle on the counter moves ever so slightly on its own. It slides from the middle of the island to the very edge. Is this ghost about to smash some glass, or is he just playing mind games? Warum sollte der Geist Mindgames spielen, wenn niemand wach ist? Dann spielt das wohl mit sich selber, ja?
Either way, I definitely think this place is haunted. Number 3, Ganz bestimmt. Nest Cam Ghost. Some ghosts just want a little attention. This one apparently isn't getting enough. Published by Jeff Miller in April of 2018. Watch closely as this ghost takes his revenge in this family's kitchen. Something flies off the wall shortly into the video that the uploader says is a picture. Having heard the disturbance, the home's resident enters the frame, heading into the kitchen. Did he come face to face with his ghost roommate? Auch wieder komisch, ne, dass diese Geistaktivität wieder hinten in der Küche passiert, anstatt vorne im Wohnzimmer, wo man es viel besser hätte sehen können. Natürlich ist es dann wieder hinten in der Küche, wo man viel besser irgendeinen Scheiß faken kann. Wo man eine Schnur ans Bild hängt oder was weiß ich. Unlikely, but maybe he should take the hint. The roommate wants the house to himself. Number 2, Ghost Drift. A phantom drifts past, never to be seen or heard from again. Published by Tammy Eingefügt. Jackson in December of 2019. This Ring camera footage captured something incredibly eerie in this person's yard. The footage shows a pale, full-bodied figure drifting across the yard. No features are discernible. It then appears to vanish. That's when the motion-activated lights on the garage are triggered. They shine brightly, casting light all across the yard, but there's nothing there. A Nein. house light also appears to be triggered, but still nothing else appears in the yard. Do ghosts trigger motion sensors? Nein. If not a ghost, who is this? I guess we'll never know for sure. Es ist ein VFX aus dem Internet. Ein komisches Asset, was man sich runterladen, bearbeiten kann und in ein Video einfügen kann. I've got a challenge for you. Oha! Eine Herausforderung? Since you've made it this far, why not like this video and hit subscribe in the next 5 seconds? Because I upload 4 new scary videos every week. If you're curious Zu spät. Ich hab leider verkackt. Tut mir leid. about what I look like in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT. Was nochmal? 5 seconds, because I upload 4 new scary videos every week. And if you're curious about what I If look you're like curious about what I look like in real life. Das ist gar kein Foto von ihm. Ich dachte. Okay. Dann sieht er vielleicht doch ein bisschen anders aus. in real life, then go to my Instagram at DylanIsChillinYT and tap that follow button to Jetzt bringen die 1. find out. Number 1. Danke. Photogenic Poltergeist. Photogenic? Was ist das denn? Ach so, fotogen. Schätze ich mal, wa? Fotogener Poltergeist. Some people think photographs capture the soul. Maybe this soul didn't want to be captured. Ja, bestimmt. Aber nur die Kamera Obscura kann das. Nicht jede Kamera. Published by Dark Life in June of 2021. This poltergeist isn't playing around. While snapping photos in this haunted room, Russian Schon wieder Russland. Und schon wieder so eine Bruchbude wie bei Tim Morosow. Was ist denn da los? paranormal investigator Dennis hears a Ach, der schon wieder. rustling that he says sounds like it's coming from the basement. As he continues to take pictures, a massive Kann ich schon wieder nicht ernst nehmen. Leute, tut mir leid, aber diese russischen Videos von diesem Dennis und Tim Morosow, weil bei Tim Morosow wissen wir ja jetzt schon, dass das halt alles Fiktion und gefaked ist, weil das halt vor seinen Videos immer einblendet in Textform. Und jetzt kommt der nächste um die Ecke, wardrobe to his right der in genau den gleichen Bruchbuden rumrennt wie Tim Morosow. is pushed over onto the ground. He leaves the room, and when he goes to re-enter it, he hears some strange sparking noises while standing in the doorway. Da bist du vielleicht selber gerade durch den Schutt gelatscht? The sounds stop. He looks around, asks who is there, but no one answers. Still, he appears to sense something watching him. No one there. Is Dennis alone here, or are the spirits all around him? Nein, er hat noch eine große Crew dabei, die das alles fertig machen und vorbereiten und dann rennt er da rein mit der Kamera und tut so, als wären er Geister. If you're alone right now, grab a buddy, because these are Was ist das denn? Ist das der Typ von One Piece oder von den Fantastischen Vier? Oder ist das ein neuer X-Men? Gab's da auch einen?
keine Ahnung. Ja, okay, Leute. Waren sehr gute Videos dabei, aber war halt alles größtenteils Murks, wie ich finde. Aber schreibt mir unbedingt eure Meinungen in die Kommentare zu den verschiedenen Clips. Und ich glaube, da werden einige lange Kommentare zustande kommen, weil es ja 30 Videos waren. Da bin ich mal drauf gespannt. Okay, Leute, dann habt schönen Dank fürs Zusehen, ja? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst mir doch ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr möchtet. Ist kostenlos, ja, und ihr könnt mich auch jederzeit wieder deabonnieren, wenn ihr irgendwie gelangweilt seid oder sonst was. Aber okay, und das Wichtigste ist, kackt nicht ins Bett und habt jetzt noch einen schönen Tag, ja? Nicht vergessen und einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video angesehen habt. Und wir sehen uns Mittwoch wieder. Okay, Leute, haut rein, viel Spaß noch. Ciao.